Servus zusammen. Im heutigen Video möchte ich mit euch weitermachen bei Flames of War V4 Mid-War. Und zwar befinden wir uns hier jetzt an der Ostfront. Wie es der ein oder andere von euch ja sicher schon mitbekommen hat, ist jetzt endlich das Ostfront Compilation Buch erschienen, das ich hier in Händen halte. Und das ist schon ein großer Klopper, muss ich sagen, denn wir haben uns ja schon in einem anderen Video das andere Mid-War-Buch angeschaut, also die andere Compilation für hier Nordafrika. Hier kommen wir auf ungefähr 290 Seiten, die wir hier hatten mit unserem ganzen Inhalt. Und dieses Buch bringt es sogar auf ganze 360 Seiten um den Dreh, also schon eine ganze Menge mehr. Für den Fall, dass euch das Buch interessieren sollte oder irgendetwas anderes natürlich zu Flames of War und anderen Tabletops, möchte ich euch S-Games empfehlen. Dort habe ich das Buch auch her. Ihr könnt das dort eben bestellen und ich werde euch den Link dafür auch in die Videobeschreibung packen, falls ihr da dann Lust habt, mal vorbeizuschauen. Aber lasst uns hier mal weitermachen. Wie gesagt, wir haben hier eine Compilation, gleich wie diese für Nordafrika, mit eben dem Schauplatz Ostfront jetzt in diesem Fall. Ich will da gar nicht so groß herumreden und nur dieses Cover zeigen. Ich wechsle jetzt kurz die Perspektive und dann schauen wir ein bisschen uns den Inhalt des Buchs an. Und natürlich nicht alles, denn ihr sollt das Ganze ja euch dann auch selber kaufen, wenn es euch interessiert. Hier haben wir das gute Stück nun in der Nahaufnahme. Wie bereits gesagt, ein dickes Buch und grundsätzlich gleich aufgebaut wie das Nordafrika-Buch, eben hier dann mit dem anderen Schauplatz. Was lässt sich hier sagen? Ich gehe mal ein paar Seiten weiter zum Inhalt. Grundsätzlich, wie auch bereits das Compilation-Buch zu Nordafrika, haben wir hier dasselbe Format. Das bedeutet für euch, wenn ihr eines dieser älteren Bücher bereits habt, die schon für V4 erschienen sind, wie eben Iron Cross, Ghost Panzer, die ganzen Sachen benötigt ihr eigentlich dann nicht mehr. Also wenn ihr das schon habt, müsst ihr euch dieses Buch gar nicht kaufen, denn dann wie auch das andere Buch ist auch das eine Compilation, auch hier Red Banner eben, Enemy at the Gates. Also solltet ihr irgendeines dieser Bücher bereits besitzen, müsst ihr euch das Buch hier nicht unbedingt zwangsweise kaufen, da ihr an und für sich denselben Inhalt hier nur nochmal in gesammelter Form bekommt. Für natürlich Leute, die zu Mid-War noch überhaupt nichts haben, beziehungsweise wie in meinem Fall eben nur Nordafrika, ist das natürlich ein sehr gutes Buch, um eben dann alles auf einmal zu bekommen, zu einem natürlich auch, wie ich finde, sehr guten Gesamtpreis für den ganzen Inhalt, den man hier bekommt. Dann lasst uns hier mal schauen, also es ist dann hier auch ähnlich aufgebaut wie auch das andere Buch. Wir haben hier schon auf den Anfangsseiten dann zwei Doppelseiten mit den Startarmee-Boxen, die es dann hier auch passend zu dem Buch geben wird. Da ist auch bereits eines der Sets bei mir und da wird in Zukunft dann auch nochmal ein Video dazu kommen, beziehungsweise tatsächlich sind mehrere Videos geplant. Also falls ihr euch dafür interessiert, könnt ihr euch ja überlegen, den Kanal zu abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Wie gesagt, wir werden zu dieser Box, die ich hier dann habe, definitiv und generell eben Flames of War und Mid-War, nicht nur Ostfront, sondern auch Nordafrika, in nächster Zeit definitiv noch ein bisschen was hier auf dem Kanal sehen. Aber das nur mal schnell kurz dazu. Lasst uns weitermachen. Wie gesagt, hier zwei Doppelseiten mit den beiden neuen Starter-Sets, die für das Buch mit erschienen sind. Und was hier ganz interessant ist, ist eben die Aufteilung, denn wir haben hier einmal die Stalingrad-Box, wie wir hier sehen. Diese dreht sich voll und ganz um
Infanterie von beiden Seiten, eben mit Deutschen und Sowjets, und eben dann noch Waffenteams bzw. Artillerie dazu. Und für das zweite Kurskset voll aufgebaut mit Panzern, ebenfalls mit klarerweise Deutschen und Sowjets. Ist hier ganz interessant, denn natürlich klarerweise wie bei all diesen Boxen bekommt ihr neben diesen ganzen Figuren hier auch noch ein Regelbuch, ein vollständiges zu Flames of War V4, also für jeden Einsteiger definitiv eine Überlegung wert. Und vor allem, was hier eben schön ist, wenn man zu zweit ist, kann man sich beide Boxen zum Beispiel auch sehr gut kaufen. Hier alles mit Infanterie, Artillerie und hier dann eben Panzer und kann hier schon mal ganz gute Armeen aufstellen für den Start. Ich weiß jetzt natürlich noch nicht, was man hier vernünftig bauen kann aus diesen beiden Sets zusammen, aber ich glaube, das werden wir dann im Laufe der nächsten Zeit schon mal herausfinden. Dann, wie gesagt, wir waren hier schon bei dem Inhalt des Buchs, was hier ja schon eine ganze Menge ist. Wie wir hier sehen, 4 Seiten nur Inhaltsverzeichnis. Und wie schon gesagt, ich habe eben hier diese ganzen Bücher wie Iron Cross, Ghost Panzers, Enemy at the Gates und Red Banner. Eben alles sehr auf die Deutschen und Sowjets natürlich ausgerichtet. Auch hier nochmal die Cover dazu. Und was aber noch interessant ist, vielleicht ist es schon jemandem aufgefallen, wenn wir hier schauen, wir haben hier noch mehr Content. Denn neben diesem ganzen Inhalt dieser deutschen bzw. Sowjetbücher sind ja auch noch diverse Erweiterungen erschienen, wie zum Beispiel das White Death. Ich glaube, das war kein Hardcover-Buch, sondern nur so ein Booklet oder eben ein Softcover-Buch. Auch das haben wir hier dabei. Da geht es eben vollständig um die Finnen, die wir hier dann auch spielen können, die wir hier finden. Dann hier weiter dann noch die Ungarn und auch die Rumänen, die ja alle mit eigenen Booklets erschienen sind in der Vergangenheit. Und auch diese 3 Armeen sind hier jetzt vollständig abgebildet. Noch einmal dabei in diesem Buch mit eben den beiden Hauptfraktionen sozusagen. Und ansonsten, ja, das Buch ist, wie wir hier schon sehen, eigentlich gleich aufgebaut, wie wir das kennen bei den V4-Büchern. Hier eine Übersicht über Panzer oder über die Panzer eben wieder. Also das ist eigentlich auch 1:1 der gleiche Inhalt, den wir schon von anderen Büchern her kennen, sofern wir diese eben haben, wie Iron Cross oder Red Banner zum Beispiel. Und das ist eben alles hier drinnen, nur eben ein bisschen besser zusammengefasst. Und natürlich sind hier jetzt auch Wildcard-Units dabei, die es in den anderen Büchern dann noch nicht gegeben hat. Also auch hier würde es dann durchaus Sinn machen, wenn man es eben möchte, hier zu komplettieren und man diese Sachen eben spielen möchte oder in seiner Spielrunde die Entscheidung getroffen hat, diese auch spielen zu dürfen oder zu wollen, dann macht es vielleicht auch Sinn, sich dieses Buch hier ebenfalls zu holen, auch wenn man die Einzelversionen davon schon hat. Wobei man sich da natürlich dann eventuell überlegen könnte, das Ganze als Gruppe zu kaufen, weil man dann ja das andere, was man benötigt, schon besitzt. Und auch, wie wir es hier dann auch sehen, eben, wie ich schon sagte, die Aufmachung ist komplett identisch, wie wir es von Flames of War V4 von allen Büchern bisher gesehen haben. Das geht natürlich dann auch weiter. Hier nach den Einheiten kommt ein Painting Guide für die verschiedenen Sachen und dann gibt es eben noch eine Übersicht über sämtliche Produkte, die es hier dann für die jeweiligen Armeen auch zu kaufen gibt. Wenn wir das uns noch einmal anschauen, hier hatten wir jetzt die Finnen. Wenn wir dann hier, ich denke mal bei den Sowjets wird das Ganze dann ganz hinten dabei sein und nicht irgendwo zwischendrin. Schauen wir mal. Nein, ich gehe mal davon aus, hier hinten startet das Ganze dann am Ende des Buches.
mit einem bändigen Guide zu den Sowjets. Und dann eben hier nochmal die Übersicht. Hier sehen wir auch schon, es gibt für die beiden großen Armeen eben auch Armeeboxen, die man hier dann kaufen kann, die dann ebenfalls bereits, soweit ich weiß, erschienen sind. Also die könnt ihr euch schon besorgen. Da könnt ihr dementsprechend dann natürlich eure Armeen aufbauen und erweitern. Und wenn wir hier dann noch durchschauen, man sieht hier schon, das sind ein paar mehr Seiten bei den Sowjets, als wir das bei den Finnen vorhin hatten. Also da gibt es schon eine ganze Menge dann an möglichen Truppen, die ihr euch da besorgen könnt. Und ich finde es auch von der Aufteilung her nicht ganz so verkehrt, denn wir haben hier am Anfang eben die Deutschen, dann dazwischen drin die 3 zusätzlichen Fraktionen und dann eben zum Schluss die ganzen Sowjets und auch hier bei den Deutschen eben das gleiche Thema. Auch hier haben wir dann wieder 2 Army-Boxen, eine Army-Box mit hauptsächlich Infanterie und Artillerie und dann eben eine zweite Army-Box, wo wir dann hauptsächlich Panzer bekommen. Und dann eben auch wieder einen dementsprechend umfangreichen Katalog für diese Armee. Wie wir sehen, also schon ein ganz großer Inhalt, den wir hier geboten bekommen. Ich werde euch auch nochmal das Video zu Nordafrika verlinken, für alle, die es interessiert und eben nicht Ostfront spielen möchte, eben das Compilation-Buch. Und damals hatte ich eben auch generell das Thema Mid-War auf dem Kanal gestartet. Da ging es dann auch ein bisschen um den Einstieg in Mid-War und eben das damalige Nordafrika-Compilation-Buch und das Thema Anfangen mit den 2-Spieler-Starterboxen. Wie gesagt, könnt ihr euch auch gerne noch anschauen. Es wird hier dann in nächster Zeit definitiv noch was kommen, auch in Bezug auf eine 2-Spieler-Starterbox und darauf aufbauend noch mehr. Ob ich selbst jetzt bei Ostfront direkt auch einsteigen werde in nächster Zeit, kann ich noch nicht sagen, denn ich habe mit meinen Italienern an und für sich mehr als genug zu tun in nächster Zeit, wenn es um Flames of War geht und um Mid-War. Aber das wird sich erst zeigen, weil es würde sich schon ganz gut anbieten, eben zu einer Starterbox, die wir uns ja eben ansehen werden, dann auch die dementsprechend andere 2-Spieler-Starterbox noch zu holen. Da ist dann schon einiges auch drinnen, um da was Vernünftiges, denke ich, aufbauen zu können und eben zu einem guten Preis einzusteigen. Wie gesagt, wenn euch das hier jetzt interessiert hat und ihr euch das Buch eventuell kaufen möchtet oder mal reinschauen wollt, was es so alles gibt für dieses Spiel, dann verweise ich nochmal auf die Videobeschreibung. Dort findet ihr einen Link zu S-Games, wo ihr das gerne dann bestellen könnt.